Du fährst einen BMW vor Baujahr 2020 und möchtest Android Auto nutzen? Fehlanzeige. Während CarPlay oft schon ab Werk verfügbar ist oder per Codierung freigeschaltet werden kann, bleibt Android Auto außen vor. Genau diese Marktlücke schließt die CarLoex Box für BMW. Und das auf eine Weise, die sich anfühlt, als wäre die Funktion ab Werk verbaut gewesen. In diesem Video nehmen wir die CarLoex Box genau unter die Lupe, zeigen dir alle Funktionen, erklären dir die einfache Plug-and-Play-Installation und teilen unsere CarLoex Box für BMW-Erfahrung mit dir. Wenn du überlegst, BMW Android Auto nachzurüsten oder Apple CarPlay ganz einfach ohne Codierung zu nutzen, bist du hier genau richtig. Bleib dran! Wieso eigentlich die CarLoex Box für deinen BMW? Ganz einfach, weil es die einfachste Lösung ist, ein Android-System in deinen BMW zu integrieren. Neben der Tatsache, dass CarLoex CarPlay und Android Auto unterstützt, bekommst du nebenher auch ein voll funktionelles Android-System in deinem Auto. Es gibt keine Einschränkungen wie bei anderen Aftermarket-Radios und es ist voll funktionsfähig. Die Frage, wieso CarLoex, lässt sich auch anders beantworten. Was ist denn die Alternative? Wenn du einen BMW vor 2020 fährst und wirklich nur Android Auto oder CarPlay nutzen möchtest, hattest du bisher keine lukrativen Optionen. Die CarLoex Box kostet einen Bruchteil der anderen Optionen und lässt sich ohne eine Werkstatt oder einen Codierer installieren. Die Box integriert sich nahtlos in dein bestehendes System und verursacht keine optischen oder hardwaretechnischen Veränderungen. Das heißt, kein Funktionsverlust der OEM-Funktionen, nur zusätzliche Möglichkeiten. Die Box wird einfach in der Nähe einer USB-Buchse, also am besten in der Armlehne oder in der Mittelkonsole beim BMW, verstaut und muss nicht mehr angerührt werden. Entscheidend für die Kompatibilität der CarLoex Box ist nicht das Modelljahr, sondern ob das Fahrzeug ab Werk einen CarPlay-Kanal unterstützt. Das heißt, es muss nicht CarPlay haben, sondern nur unterstützen. Zur Überprüfung empfiehlt der Hersteller die offizielle Apple-Kompatibilitätsliste, da diese die Modelle nach Baujahr und iDrive-Generation aufschlüsselt und so eine präzise Zuordnung ermöglicht. Pauschal lässt sich jedoch sagen, dass alle BMW-Modelle ab Baujahr 2017 kompatibel mit der CarLoex Box sind. Die CarLoex Box gibt es nicht nur für BMW. Ein Blick auf die Webseite von CarLoex zeigt schnell, dass ein breites Spektrum an Fahrzeugmarken mit verschiedenen Boxen abgedeckt wird. Im Vergleich zu anderen Lösungen auf dem Markt hebt sich die CarLoex Box für BMW durch mehrere entscheidende Faktoren ab. Schauen wir uns die wichtigsten Besonderheiten im Detail an. Die OEM-Integration statt Aftermarket-Display. Der größte Unterschied zu herkömmlichen Android-Auto-Lösungen, die CarLoex Box ist kein zusätzliches Display, das du irgendwo im Innenraum anbringen musst. Stattdessen erweitert sie die Funktionalität deines originalen BMW-Bildschirms. Das bedeutet keine optischen Veränderungen, originale BMW-Bedienung, kein Funktionsverlust, das heißt, du kannst immer wieder per Knopfdruck einfach zum originalen iDrive zurück. Und das Premium-Feeling. Es fühlt sich einfach an, als hätte BMW diese Box schon selbst verbaut. Ein weiterer entscheidender Vorteil der CarLoex Box, die Verbindung zu Apple CarPlay bzw. Android Auto erfolgt komplett kabellos. Das mag auf den ersten Blick wie ein nettes Extra klingen, macht im Alltag aber einen enormen Unterschied. Einsteigen, losfahren, fertig. Kein Kabel anstecken, kein Kabel abstecken. Das Smartphone bleibt in der Tasche oder liegt auf der kabellosen Ladestation. Die Wireless-Funktion steigert den Komfort im Alltag erheblich, besonders auf Kurzstrecken, wo du sonst jedes Mal das Kabel einstecken müsstest. Als zweites das Android-Interface der CarLoex Box selber. Die CarLoex Box bringt nicht nur Android Auto und Apple CarPlay auf einen BMW-Bildschirm, sondern auch ein eigenes Android-Interface. Dieses Interface basiert auf Android 13 und ist so überzeugend gestaltet, dass sich die Frage stellt, brauche ich Android Auto oder CarPlay überhaupt noch oder reicht mir das CarLoex Interface? Das Android Interface bietet dir Zugriff auf den Google Play Store, du kannst praktisch jede Android App installieren, vorinstallierte Streaming Apps wie Netflix, YouTube, Disney+, Amazon Prime und so weiter, eigene Navigation über Google Maps, Waze oder andere Navi-Apps, Musikstreaming über Spotify, Apple Music, YouTube Music, Kommunikations-Apps wie WhatsApp, Telegram und so weiter und natürlich Zugriff auf deine Cloud-Speicher wie Google Drive. Der große Vorteil, das Interface ist speziell für die Nutzung im Auto optimiert. Die Bedienelemente sind groß genug, die Schrift ist gut lesbar und die Navigation durch die Menüs erfolgt intuitiv über den iDrive Controller oder Touchscreen.
falls dein iDrive-System damit ausgestattet ist. Eine der praktischsten Funktionen ist der anpassbare Splitscreen. Im Gegensatz zum normalen Android-Auto, wo du immer nur eine App im Vollbildmodus siehst, kannst du mit der Carlo Xbox den Bildschirm beliebig aufteilen. Beispielkonfigurationen wie hier: linke Hälfte Google Maps Navigation, rechte Hälfte YouTube Music. Oder gegebenenfalls Spotify, WhatsApp, egal. Diese Flexibilität kennst du so weder von CarPlay noch von normalen Android Auto. Du entscheidest selbst, welche Informationen du gleichzeitig sehen möchtest. Besonders auf langen Fahrten ist das ein echter Gewinn an Komfort. Es muss auch keine 50:50 Aufteilung sein, sondern kann beliebig angepasst werden. Ein echter Geheimtipp für viele BMW-Fahrer: die Carlo Xbox ist kompatibel mit dem Ono Co-Driver. Da die Box praktisch ein vollwertiges Android-Gerät ist, kannst du die Ono-App direkt auf der Box installieren und mit dem Co-Driver im Auto verbinden. Das bedeutet kein Entleeren der Handybatterie durch die Ono-App, Blitzerwarnungen erscheinen direkt auf dem BMW-Display, keine Verbindung zum Smartphone nötig. In unseren Tests funktionierte die Integration tadellos. Die Warnungen erscheinen rechtzeitig und deutlich sichtbar. Das Ono-Gerät im Auto verbindet sich auch beim Start direkt mit der Carlo Xbox, als wäre es ein Handy. Falls du noch nicht mit dem Ono Co-Driver vertraut bist, empfehlen wir dir unseren Beitrag auf der Website. Bei der Installation und der Einrichtung brauchst du keine Werkstatt, kein spezielles Werkzeug und keine technischen Vorkenntnisse. Die komplette Einrichtung dauert maximal 5 Minuten. So verbindest du deine Box mit dem Auto. USB-Anschluss finden, öffne die Mittelkonsole bzw. Armlehne deines BMWs, dort findest du den USB-Anschluss, meist USB-A, verbinde die Box und fertig. Beim ersten Mal musst du die Box manuell über Bluetooth mit dem Auto verbinden. Beim ersten Mal dauert es auch etwas länger, um die Verbindung herzustellen, ca. 15 Sekunden. Danach erfolgt die Verbindung immer automatisch und ca. 3 bis 5 Sekunden. Einmal im Android-Interface angekommen, kannst du nun dein Handy ebenfalls mit der Carlo Xbox verbinden. Beim ersten Mal manuell, danach erfolgt das ebenfalls alles automatisch. Unter den Apps findest du ein Icon mit Software-Update, welches du am besten gleich am Anfang ausführst. Nach dem Update kannst du dein neues System in vollem Umfang genießen. Bei deinen späteren Fahrten erfolgt die Verbindung automatisch. Einsteigen, Motor starten, innerhalb von 5 bis 8 Sekunden sind alle Verbindungen hergestellt. Basierend auf unseren Erfahrungen haben wir folgende Punkte identifiziert. Über die Vorteile haben wir auch schon meistens gesprochen, also echte OEM-Integration, Wireless Android Auto und CarPlay, kein Funktionsverlust der OEM-Einstellungen, eigenes Android-Interface, Splitscreen-Funktion, Ono-kompatibel, einfache Installation, Bedienung über iDrive und über Touchscreen. Was noch dazu kommt, sind wirklich regelmäßige Updates und der starke Support von CarloX. Außerdem ist die Preis-Leistung relativ okay. Circa 200 € ohne Rabatt ist für diesen Funktionsumfang und für so eine einfache Installation wirklich Peanuts. Nun, die Nachteile halten sich auch wirklich in Grenzen. Der größte Nachteil ist, eine Internetverbindung ist nötig. Wenn du nicht jetzt gerade CarPlay nutzen willst oder Android Auto, sondern wirklich nur das Interface selber von CarloX, benötigst du eine Internetverbindung. Diese kannst du entweder über eine SIM-Karte herstellen oder immer wieder den Hotspot über dein Handy freigeben. Ein weiterer Nachteil ist es, dass es wirklich sein kann, dass dein BMW nach 2017 gebaut worden ist und trotzdem nicht kompatibel mit CarloX ist. Daher empfehlen wir immer, wenn dein Auto explizit nicht auf der Liste eingetragen ist, beim Support nachzufragen. Ein weiterer Nachteil ist die Lernkurve. Wenn du anstatt Android Auto und CarPlay das erweiterte Interface von CarloX benutzen willst, erfordert das etwas Einarbeitung und ist anfangs wirklich gewöhnungsbedürftig. Aber das kommt alles nach. Die Nachteile sind überschaubar und fallen bei täglicher Nutzung kaum ins Gewicht. Die Verbindungszeit von 5 bis 8 Sekunden ist auch völlig akzeptabel. In der Zeit hast du ohnehin gerade den Motor gestartet und den Gurt umgeschnallt und den Gang eingelegt. Als erstes die Carlo Xbox vs. Aftermarket Radio. Die Carlo Xbox bietet im Vergleich zu einem Aftermarket Radio eine deutlich günstigere und unkompliziertere Möglichkeit, Android Auto oder CarPlay in deinen BMW zu integrieren. Während die Box bereits für ca. 200 € erhältlich ist und nur in 10 Minuten per Plug and Play installiert wird, kostet ein Nachrüstradio meist 800 bis 1500 € plus professionellen Einbau. Zudem bleibt mit CarloX der originale BMW-Bildschirm erhalten. Das Design wirkt einheitlich und sämtliche iDrive sowie Fahrzeugfunktionen bleiben voll nutzbar. Alternativ gibt es auch eine MMI-Box. Bisher war der Einbau einer MMI-Box zwischen Head-Unit und Fahrzeug eine gute, jedoch teure und aufwendige Möglichkeit
Funktionen wie Android Auto nachzurüsten. Doch der Einbau erforderte das vollständige Entfernen der Head-Unit sowie das Verkabeln verschiedener Adapter. Insgesamt konnten die Kosten inklusive Einbau leicht bis zu 1000 € reichen. Mit der Carlo Xbox für BMW wird all das überflüssig. Sie funktioniert einfach per Plug and Play und bietet sogar einen größeren Funktionsumfang. Was ebenfalls noch möglich ist, alternativ zur Carlo Xbox, ist eine CarPlay-Kodierung. Während eine CarPlay-Kodierung und ein Wechsel auf ein iPhone, falls du ein Android-Handy hast, auf den ersten Blick wie eine schlanke Lösung wirkt, hat sie entscheidende Einschränkungen. Sie ermöglicht ausschließlich die Nutzung von Apple CarPlay. Android Auto bleibt komplett außen vor. Die Carlo Xbox hingegen unterstützt sowohl Android Auto als auch CarPlay, kabellos und ohne technische Eingriffe in das Fahrzeug. Da Carlo X verschiedene Boxen für unterschiedliche Fahrzeugmodelle anbietet, war es zunächst schwierig, die Bewertungen der Carlo Xbox für BMW von denen der Carlo Xbox Pro für andere Automarken klar zu trennen. Um dennoch eine aussagekräftige Statistik zu erstellen, haben wir alle Bewertungen einzeln geprüft und zusätzliche Kommentare aus Foren berücksichtigt, die wir in Sternebewertungen umgewandelt haben. Da die Carlo Xbox für BMW erst seit kurzer Zeit, zumindest im deutschsprachigen Raum, bekannt ist, gibt es im deutschsprachigen Raum bislang noch relativ wenige Rezensionen. Basierend auf internationalen Reviews, Forenberichten und unseren eigenen Tests ergibt sich jedoch diese im Video dargestellte Statistik. Nach ausführlichen Tests und monatelanger Nutzung lautet unsere Antwort ja, absolut. Die Carlo Xbox füllt eine echte Marktlücke und bietet eine praxistaugliche Möglichkeit, Android Auto in BMW-Modelle zu integrieren. Die Box lohnt sich besonders, wenn du einen BMW V2020 fährst und ein Android-Handy hast, Wert auf eine nahtlose OEM-Integration legst, die Wireless-Funktion schätzt, zusätzliche Features wie Splitscreen und Streaming nutzen möchtest und keine optischen Veränderungen an Fahrzeugen vornehmen willst. Wenn du überlegst, BMW Android Auto nachzurüsten, ist die Carlo Xbox aktuell die beste Lösung am Markt. Überzeuge dich einfach selbst. Mit 30 Tagen Rückgaberecht und 1 Jahr Garantie gehst du kein Risiko ein. Wir bedanken uns fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!